bin echt gespannt, wie das wird. Es heißt ja, man soll ihn mal durchfahren. Wir sind ja schon verschiedenster Kanäle gefahren. Und hiermit ist unsere Hochsaison offiziell beendet. Ich bin bei unseren Plänen immer sehr skeptisch. Ich würde sie, glaube ich, nicht mehr öffentlich ankündigen. Wir sind hier auf der, was ist denn das? Die Südseite, glaube ich, die Südwestseite von Salamina im Saronischen Golf. Und wir sind hier in einer wunderbaren Bucht über Nacht geblieben. Die war von der Anfahrt ein bisschen eigenartig, weil ich wusste, dass die erstens sehr tief ist, dann sehr schnell flach wird und dann auch von Felsen besäumt ist. Und so war es dann auch. Es ging aber gut. Wir konnten gut ankern. Es ist türkises Wasser und ich habe den Eindruck, das Publikum hier sind Athener, die hier Wochenendhäuser haben. Also hier gibt es auch keinen Supermarkt, keinen Minimarkt, gar nichts. Es gibt nur ja, Ferienhäuser, auch keine Hotels. Landschaftlich ist es echt schön. Hinter mir ist ein kleiner Leuchtturm. Obwohl es hier landschaftlich schön ist, wir wollen weiter. Wir wollen ja möglichst bald durch den Korinthkanal. Der liegt hier 20 Meilen in die Richtung. Schon ganz schön cool, das Boot. Wir fahren jetzt Richtung Korinthkanal. Also hier gibt es jetzt gar nichts mehr, was wir noch wirklich anschauen wollen. Das haben wir alles hinter uns gelassen. Jetzt geht es nur noch zum Kanal und möglichst schnell durch. Und dann schauen wir wieder weiter. Der Golf hier hinten, der hat, glaube ich, auch gar nicht viel. Die Bucht war jetzt schön, wo wir heute Nacht waren, aber wir wollen jetzt auch den Wind nutzen, um eben zum Kanal zu kommen. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Es heißt ja, man soll ihn mal durchfahren, also man muss es ja mal gemacht haben. Also machen wir das jetzt und dann haben wir da auch einen Haken dran. Also es wäre dann einer der vielen Haken, wo man sagt, das musst du machen. Es ist echt angenehm, ich weiß gar nicht, also wir wollen so weit fahren, wie es geht. Wir haben jetzt kein ganz bestimmtes Ziel, aber je weiter wir hinkommen, umso ruhiger können wir wahrscheinlich liegen. Vielleicht schaffen wir es auch bis zum Kanal hin. Weit war es ja nicht, aber der Wind ist so ein bisschen das Problem. Wenn der wieder einschläft, war es das dann und dann werden wir uns wieder irgendwie ein Plätzchen irgendwo suchen. Ja, so sieht es im Moment aus. Es ist ruhig, es ist auch irgendwie niemand unterwegs, also nichts. Nachdem wir die ganze Zeit, egal wo wir waren, immer 1000 Boote um uns herum hatten, ist das jetzt plötzlich wieder nichts und niemand da, ist auch wieder ungewohnt.
Das hinter uns scheint eine Raffinerie zu sein. Ist auch ziemlich laut und hier liegen mit Sicherheit 10 Tanker auf Rede und auch an den Abfüllanlagen, und es riecht sehr unangenehm. Und wir werden hier vorne genau in Windrichtung ankern. Wir werden aber heute auch noch warten müssen, weil wir heute noch nicht durch den Kanal durchfahren, sondern erst morgen. Und ja, ich hoffe, dass sich bis da vorne, das sind noch, was sind das, 3 Meilen oder so, dass sich das dann ein bisschen verteilt. Man sieht allerdings so eine richtige Schicht hier drüber ziehen. Hier hinter mir ist schon Land zu sehen. Dort ist dann auch der Korinthkanal. Und in diese Richtung sieht man die ganzen großen Tanker. Und bin gespannt auf den Korinthkanal. Also heute ist es seglerisch, ist es heute echt toll gelaufen. Wir hatten 20 Meilen. Ich hatte eigentlich gestern, als ich nachgeguckt habe, damit gerechnet, dass wir viel zu wenig Wind haben, dass es nicht klappt. Wir hatten Wind, wir hatten guten Wind. Wir konnten den Mizzenballooner endlich mal ausprobieren und ich bin total begeistert, weil mir hatte vom Parasailer hier dieses ruhige Gleiten gefehlt, was wir manchmal hatten mit dem Parasailer speziell. Also hier, was am nächsten rankommt, ist Genua und Besan. Und da hatten wir ja 4 Segel stehen, waren echt schnell und es war ein ruhiges Segeln bei glatter See. Das ist natürlich total schön. Und ja, ich freue mich darauf, davon bald mehr zu bekommen. Und freue mich jetzt auch auf tatsächlich schwachwindige Tage, weil das war bisher immer so eine Lücke, die wir nicht füllen konnten mit unseren Segeln. Ich werde dasselbe dann demnächst nochmal ausprobieren, nicht mit der Genua, sondern mit dem Gennaker. Wir haben ja einen Gennaker, einen relativ kleinen Gennaker, und ich glaube, ich verstehe das jetzt langsam auch, warum der so klein ist. Das Ziel war, die Segelfläche über die Bootslänge gleichmäßig aufzuteilen. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann läuft. Wir sind angekommen. Da drüben irgendwo ist die Einfahrt zum Korinthkanal. Ist leider ein bisschen mehr Welle als gedacht. Kann ein bisschen unruhig werden, aber gut. Es ist jetzt eine Nacht, die werden wir auch noch überleben. Wir sind nicht die Einzigen hier. Also wahrscheinlich fahren wir morgen alle gemeinsam durch den Korinthkanal, wenn wir es bis dahin geschafft haben, das Bezahlverfahren zu durchblicken, wenn das alles klappt. Ja, war gespannt. Guten Morgen. So, demnächst geht es durch den Korinthkanal. Wir haben jetzt eben noch unten drin ein bisschen aufgeräumt und Geschirr weggemacht, weil wir danach gleich weiter segeln wollen. Wir sind noch nicht so ganz sicher, wie weit. Also eigentlich würden wir gerne nach Galaxidi kommen, aber das wird zeitlich ein bisschen knapp und vielleicht machen wir noch mal einen Zwischenstopp irgendwo. Heute ist auf jeden Fall hier deutlich angenehmer als gestern. Das ist fast beschaulich jetzt. Es ist ganz ruhig. Auch die Raffinerie hört und riecht man nicht mehr. Tag hat gut angefangen. Schauen wir mal. Christoph macht gerade noch ein paar Drohnenaufnahmen. Wir lassen uns mal überraschen, was der Tag bringt.
bringt. Los geht's! Das ging echt alles jetzt ganz geschmeidig. Ich bin erstaunt, dass das Wasser hier so türkis ist. Ich meine, das ist flach, ne? Das ist irgendwie so 7 oder 8 Meter. Aber das sieht schon echt geil aus, muss ich sagen. Und natürlich wie immer das Thema Brücke. Hier ist nicht nur Passig in der Breite durch, hier ist natürlich auch noch die Höhe mit dabei. Ich glaube, das reicht von der Höhe. Na, Captain, Ja, alles gut. konzentriert. Nö, es geht eigentlich. Ich fahre ja nicht den ersten Kanal, wir sind ja schon verschiedenster Kanäle gefahren. Das hier ist natürlich jetzt spektakulär, weil Ich wollte gerade sagen, also ich weiß, ist das was anderes als der Elbe-Liebe-Kanal? Ja, Entschuldigung, diese Felswände sind echt total faszinierend. Ich bin erstaunt, wie sauber das Wasser ist. Das ist türkis, hier von den kalkigen Wänden. Und ich hätte es eigentlich irgendwie dreckig erwartet oder trüb, aber ist es gar nicht. Ja. Weiß jemand, was das mit der Schrift da drin auf sich hat? Vielleicht kann das jemand erklären. Wir sind schon fast durch, ne? Das ist unglaublich. Ja. Also sehr faszinierend. Es fühlt sich an, als würden wir bergauf fahren. Das ist total krass. Es sieht auch aus, als würden wir bergauf fahren. Wir passieren den Korinth-Kanal. Eine schnurgerade Rinne durch schroffe Felswände. Der Kanal verbindet den Golf von Korinth mit dem Saronischen Golf. Über Jahrtausende gab es den Wunsch, die Umrundung des Peloponnes zu umgehen. Schon Periander im 7. Jahrhundert vor Christus dachte an eine Verbindung. Unter Kaiser Nero begann im Jahr 67 nach Christus ein erster Kanalversuch mit tausenden Arbeitern. Das Projekt wurde aber nie fertiggestellt. Der heute befahrbare Kanal wurde erst im 19. Jahrhundert gebaut. Die Arbeiten starteten 1881 und am 25. Juli 1893 wurde er eröffnet. Er ist etwa 6,3 Kilometer lang, ohne Schleusen, bei einer maximalen Tiefe von rund 8 Metern. An seiner engsten Stelle misst er rund 21 Meter Breite, an der Wasseroberfläche bis zu etwa 24 bis 25 Meter. Die Felswände steigen steil auf, teilweise bis zu 80 Meter über dem Wasser. Das macht das Durchgleiten besonders eindrucksvoll. Heute ist der Kanal für große Frachtschiffe kaum nutzbar. Vor allem kleinere Yachten und touristische Schiffe passieren ihn. Oft langsam, vorsichtig, einzeln nacheinander. Aus Nikolaus. Ich wollte es gerade sagen, und hiermit ist unsere Hochsaison offiziell beendet. Wir sind offiziell auf dem Weg zurück. Ja, Langsam, aber ja. das stimmt leider. Also jetzt kann man es auch nicht mehr Nicht mehr leugnen. leugnen. Ja, Genau. so. Hier sind links und rechts die letzten Leuchtfeuer und jetzt sind wir draußen. Die Molenköpfe ziehen an uns vorbei. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video.
Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind. Das bedeutet uns wirklich viel. Eine wohltuende Abwechslung. Es ist bedeckt. Wir haben Wolken, wir haben mal keine Sonne. Das tut gut, dass es mal wieder bedeckt ist und mal keine Sonne. Oder? Ja, bis auf das heute Nacht die Mondfinsternis ist und wir sie vielleicht nicht sehen, weil es bedeckt ist. Jetzt war es wochenlang klarer Himmel und jetzt ist die Mondfinsternis. Eine sehr lange Mondfinsternis mit Blutmond und allem drum und dran und wir haben wahrscheinlich Wolken. Aber auch egal. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Galaxidi. Das soll hübsch sein. Und geplant haben wir sogar tatsächlich, uns ein Auto zu nehmen, um nämlich nach Delphi zu fahren. Und in das Kloster Hosius Lukas. Ich bin bei unseren Plänen immer sehr skeptisch. Ich würde sie, glaube ich, nicht mehr öffentlich ankündigen, weil unsere Pläne ja schneller sich ändern können als, ja, als was kann sich dann noch schneller wechseln? Ja. Also mitunter von jetzt auf gleich und was gerade noch galt, das gilt dann nicht mehr. Ja, mal sehen. Wir sind ja jetzt in dem Golf von Patras und wie zu erwarten ist hier halt total wenig Wind und ja, dementsprechend, also jetzt haben wir Wind. Wie gesagt, wir fahren 3,1 Knoten immerhin. Das heißt aber auch, wir kommen ziemlich spät an heute Abend. Also noch vor der Dunkelheit. Noch vor der Dunkelheit? Ja. Na siehst du? Ja. Ja, dann ist doch gut. Ja. Schick. Eine Kehrseite hat allerdings das Bedecktsein. Wir sind ja von Mai bis Ende August super ausgekommen mit unserem Solar, mit unserem Strom. Mittlerweile stellen wir aber fest, dass wir so kurze Tage haben und die Sonne schon wieder so schräg steht, dass unser Hauptlieferant da oben auf dem Solararch, dass die mittlerweile eben, weil sie waagerecht liegen, nicht mehr so viel liefern, dass es oftmals knapp wird. Jedenfalls, wenn man große Verbraucher betreiben will. Also jetzt sind wir wieder voll, weil es ja heute sonnig war. Das ist schon mal sehr gut. Ja, also bis jetzt hatten wir noch keine großen Probleme, außer dass wir das Wasser mit dem Wassermacher gestern. Also wir sterben noch nicht. Wir haben noch genug Strom. Findest du das jetzt Jammern auf hohem Niveau? Ja. Ja. Gut. In der Dämmerung erreichen wir doch noch Galaxidi. Wir hatten eine teilweise ruhige Segelfahrt und in der Nacht bestaunen wir das Spektakel der Mondfinsternis. Davon gibt es natürlich keine Aufnahmen, denn es ist ja eine Finsternis.